Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Norbert Heger und in diesem Video möchte ich kurz darauf eingehen, was der Unterschied ist zwischen einer Analyse und einer Synthese. Ja, wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. Es wird nur ein kurzes Video sein, aber ich hoffe, dass ich da ein paar hilfreiche Tipps geben kann. Ja, eine Analyse und eine Synthese, das ist die Frage. Ich erlebe immer wieder bei Studenten, dass sie motiviert sind und in eine wissenschaftliche Arbeit gehen und ja, das Thema auch schon haben und fleißig in der Literatursuche sind, die Literatur auch auswerten. Wobei hier ist immer wieder der Fall, dass manche gleich von Anfang an alles durchlesen, also alle Paper vor allem durchlesen, und das ist auf keinen Fall der richtige Weg, weil es unnötige Zeitverschwendung ist, Zeit- und Ressourcenverschwendung. In der ersten Phase bei der Literatursuche geht es nur darum, einmal auszuwerten, einmal einzugrenzen, welche Literatur brauche ich und welche kann ich von vornherein aussortieren. Und das mache ich am besten, indem ich einfach kurz die wichtigsten Infos aus dem Paper rauskriege. Und wie mache ich das? Da habe ich schon einmal in einem anderen Video den Tipp gegeben. Da ist sehr hilfreich die Software Scholasy. Und warum? Weil diese Software in kürzester Zeit diese Elemente extrahiert aus dem Paper, die für mich relevant sind, und ich muss sie nicht erst suchen und mich eindringlich mit dem Paper beschäftigen, bis ich es dann gefunden habe. Also sehr viel Aufwand und ja, kann sehr mühevoll sein, und Scholasy nimmt hier extrem viel Arbeit ab. Und ich kann auch sagen, es ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich zahle, glaube ich, 8 Euro im Monat sind es, ja. Und das ist ein Programm, das ich mir gar nicht mehr wegdenken kann im Zuge meiner wissenschaftlichen Arbeit. Gut, um beim Thema zu bleiben, analysieren und Synthese, Analyse und Synthese, was der Unterschied ist. Dazu brauche ich eben dieses Scholasy auch, wenn ich es nicht selber machen möchte, weil ich für die Analyse, analysieren heißt ja auf Deutsch, auf Deutsch gesagt, zerlegen, das ist der eigentliche Begriff, und zerlegen heißt also in die kleinen Teile splitten und dann genauer zu sehen, aus was ist das Ganze zusammengesetzt. Ja? Und dieses Analysieren in die kleineren Teile teilen, um es besser zu verstehen, das nimmt mir Scholasy eben ab. Also da kann ich schon einmal einen sehr wichtigen Beitrag leisten, wenn das professionell gemacht ist. Und die Synthese dagegen, also um das soll es ja gehen, da gibt es immer wieder das Problem, dass Studenten dann sagen, naja, eigentlich zwischen Analyse und Synthese ist kaum ein Unterschied, es ist eigentlich dasselbe. Andere wieder sagen, naja, Synthese ist eine Summary, also Zusammenfassung. Ist leider auch nicht richtig. Ja? Eine Synthese ist, wenn ich Einzelteile habe und diese Einzelteile zusammenbringe zu einem Ganzen. Ja? Und dieses eine Ganze kann entweder ein Ganzes sein oder es können auch mehrere neue Einzelteile sein, die entstehen. Aber wichtig ist, es ja, ist ein Zusammenfügen von Einzelteilen, der, wenn ich hier zum Beispiel habe, ich habe da 3 Papers, Paper 1, Paper 2 und dann noch Paper 3. Ja? Und ich analysiere das Paper 1 und hole mir die wichtigsten Dinge daraus, was eben das Programm Scholasy wieder macht, aber habe dann eben die wichtigsten Highlights, könnte man sagen, aus dem Paper. Mache dasselbe bei dem zweiten Paper
und mache dasselbe auch beim dritten Paper. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich sage, ich vergleiche jetzt. Gibt es zum Beispiel Punkte, die in allen drei Papern gleich sind, wo sie die gleiche Meinung haben, wo das gleiche Ergebnis ist. Gibt es Punkte, wo sie sich in allen Punkten, also in allem unterscheiden? Also Themen, wo sie sich unterscheiden. Oder andere Möglichkeit, gibt es Punkte, die zum Beispiel nur, also Themen, die nur in zwei der Papers behandelt werden und im dritten aber nicht. Oder im Paper 1 und 3 schon und im zweiten aber nicht. Dann ist hier, dort wo es nicht behandelt wird, dieses Thema, lasse ich eine Lücke offen. Ja, also ich kann mir hier auch sehr gut helfen, indem ich eine Excel-Tabelle anlege und zum Beispiel als Überschrift sage Artikel 1, Artikel 2 und Artikel 3 und darunter sind dann ein paar Zeilen mit den, sage ich mal, 4 bis 5 Top-Themen, Highlights, die da vorkommen. Und wenn ich jetzt ein Highlight habe, eine Thematik, und das kommt in allen drei Papern vor, dann werde ich in das erste Kästchen schreiben, was der Artikel 1 dazu sagt, dann bei der nächsten Spalte Artikel 2 und dann Artikel 3. Und dann habe ich das schön in einer Linie zu einem Thema mal. Ja. Dann gehe ich in die nächste Zeile, das ist das nächste Thema, schau, was sagt also das Paper 1 dazu, Paper 2 und Paper 3. Und wenn zum Beispiel jetzt Paper 1 und 3 was dazu sagen und 2 nicht, dann wird natürlich dieses Feld inzwischen frei bleiben, weil ja das Paper 2 nichts dazu sagt. Ja. Das macht aber nichts, das ist sogar gut, wie wir dann sehen werden. Dann, nächste Zeile, das nächste Thema. Da sagt zum Beispiel Paper 1 nichts dazu, zu dieser Thematik und Paper 2 und 3 schon. Dann werde ich natürlich unter Paper 1 eine Lücke drinnen haben. Und so schaut eine Matrix quasi dann aus, eine Synthesematrix und wenn ich dann das Ganze im Überblick habe, dann ist natürlich toll, weil dann sehe ich, aha, da gibt es Lücken, da gibt es Lücken, da gibt es Lücken, in dieser Zeile gibt es keine Lücke. Äh, und das, wo es keine Lücke gibt, da kann ich dann eben schauen, naja, sind sie sich einig oder welche Unterschiede gibt es, welche Zugänge, und das schreibe ich dann in der also in der ausgereiften Form eben nieder, dass ich dann sage, okay, dieser Standpunkt ist vertreten von Autor 1 und Autor 2, also das wäre die Quellenangabe, oder es ist von allen drei, dann kann ich das in Klammer setzen und in Klammer oder in der Fußnote eben anführen, dass diese drei Autoren zum Beispiel sich in dem und dem Punkt einig sind. Ja? Und nachdem das ja die relevantesten Artikel sind, die ich rausgesucht habe für eine Thematik, dann ist das eben sehr aussagekräftig. Wenn es dann darum geht, diese Lücken zu beschreiben, dann bin ich in einem Bereich, wo ich die Forschungslücke erkenne. Und wenn es dann zum Beispiel etwas gibt, wo noch nichts dazu gesagt wurde, oder es ist nur ein bestimmter Aspekt bis jetzt behandelt worden und ich merke aber anhand dieser Matrix, dass gewisses noch gar nicht behandelt wurde oder noch unzureichend, dann kann ich eben hier eine Forschungslücke erkennen und aufgrund dieser Forschungslücke dann die Forschungsfrage formulieren. Und wenn ich die Forschungsfrage formuliert habe, dann habe ich ja eine Voraussetzung schon einmal, damit ich schreiben beginnen kann. Die zweite Voraussetzung ist dann, dass ich noch die Gliederung machen muss. Aber wenn ich die Forschungsfrage habe, dann weiß ich ja, um was die Arbeit gehen soll und was der Inhalt ist. Und dann kann ich mit logischen Schritten meinen Aufbau machen. Das ist noch nicht der endgültige, der wird sicher noch überarbeitet werden und auch ergänzt und so weiter. Aber im Wesentlichen ist es so, dass wenn ich die Forschungsfrage habe und die Gliederung, dann kann ich mit dem Schreiben beginnen. Und dazu wünsche ich gutes Gelingen und bis bald. Ciao.